Grüß euch, willkommen auf unserem Kanal. Heute backen wir einen veganen Kuchen, den man ganz ohne Sünde essen kann. Bevor wir anfangen zu backen, stelle ich euch noch die Zutaten vor. Der vegane Kuchen, den wir heute backen, ist ein Bananenbrot. Ich mache heute die dreifache Menge, weil ich ihn sehr gerne esse und dann einen Teil davon einfrieren werde. In der Videobeschreibung nenne ich euch das Rezept für einen Kuchen. Zuallererst benötigen wir reife Bananen. Für eine Portion reichen 2, da ich die dreifache Menge mache, benötige ich 6 Bananen. Die werde ich jetzt alle einzeln schälen, etwas zerkleinern und dann später zerdrücken. Zu den grob zerdrückten Bananen kommt jetzt 90 Milliliter Öl, und zwar, ich habe jetzt Rapsöl verwendet, aber ihr könnt jegliches andere neutrale Öl, Sonnenblumenöl oder Kokosöl würde sich auch gut eignen, Walnussöl verwenden. Ich habe natürlich wieder die dreifache Menge. Als nächstes nehme ich Wasser, 100 Milliliter, wobei man könnte auch einen Pflanzendrink verwenden, zum Beispiel Mandelmilch oder Hafermilch. Genau, ich nehme deswegen Wasser, weil ja, meine Mandelmilch, ich mache Mandelmilch selber und die ist mir leider kaputt gegangen heute und ich habe schon Mandeln angesetzt, weil meine Maschine nicht so stark ist, mit der ich das immer püriere, also weiche ich die vorher immer ein. Genau, und deswegen, ja. Aber ist nicht so schlimm. Kann man auch, funktioniert wunderbar mit Wasser. Dann kommt hinzu 50 Gramm Mandel, also gemahlene Mandeln. Ein Esslöffel Speisestärke, genau, 1 Teelöffel Natron, beim Natron nehme ich tatsächlich jetzt nur 2 Teelöffel, weil das müsste ausreichen, denn auf der Verpackung steht 5 Gramm Natron auf 500 Gramm Mehl und ich verwende 3 mal 190 Gramm Dinkelmehl, das heißt 2 Teelöffel müssten reichen. Genau, dann kommt noch Zimt dazu, schön großzügig, zumindest, also das ist tatsächlich je nach Geschmack. Wer Zimt nicht mag,
der soll es weglassen. Was man auch gerne machen kann, ist noch Kakao dazu tun, wenn man das eher schokoladiger haben möchte. Habe ich auch schon mal gemacht, ist auch sehr gut. Also da würde ich empfehlen, ja, ungefähr 1 bis 1,5 Esslöffel. Und 190 Gramm Mehl. Und zwar nehme ich Dinkel Vollkornmehl. Dann ziehe ich mir Handschuhe an, oder einen Handschuh zumindest. Genau. Und bevor ich anfange zu kneten, fette ich noch erst die Formen ein. Da verwende ich gerne Kokosöl, weil das dann auf dem Finger schön schmilzt, aber zum Herausnehmen fest ist. Dann kommen noch Datteln, zerkleinerte, dazu. Man kann, und zwar 75 bis 100 Gramm, je nachdem, wie süß man es gerne möchte. Man kann jegliche andere Trockenfrucht verwenden, eignet sich wunderbar. Sollte man Trockenfrüchte nicht mögen, ist es auch kein Problem. Dann tut man einfach eine zusätzliche Banane noch rein, oder man nimmt Agavendicksaft oder irgendein anderes Süßungsmittel, was jetzt nicht unbedingt raffinierter Zucker ist. Denn den gilt es zu vermeiden. Und warum das so ist, das verlinke ich euch. Dazu habe ich nämlich ein Video gemacht. Genau, jetzt wird es schön langsam und vorsichtig vermengt. Und deswegen muss man die Banane nicht so sehr gut ausdrücken, weil man die im Endeffekt hier wunderbar wieder zerdrückt mit der Hand. Und da braucht man kein, also man könnte ein Rührgerät verwenden, aber ich finde es einfach mit der Hand besser. So lange vermengen, bis es eine Masse ist, bis sich die einzelnen Zutaten schön vermengt haben. Gut, ich probiere dann ein Stückchen. Passt. Ich probiere den Teig immer, um zu sehen, ob die Süße passt. Also, manchmal hat man Lust auf Süßeres, manchmal hat man Lust auf weniger Süßes. Und so hätte ich noch mehr Datteln zum Beispiel reintun können. Oder hätte doch nochmal eine zerdrückte Banane reingegeben. Aber das passt sehr gut für mich. So, dann nehme ich als erstes die Kastenform. Beim einfachen Rezept füllt ihr natürlich alles in die Kastenform.
Ich nehme etwa 1/3 raus, also ich fülle, weil der Teig geht dann nochmal im Ofen auf. Also fülle ich ungefähr knapp über die Hälfte. Genau. Den fülle ich dann in die Springform. Der Vorteil bei dem Rezept ist es, dadurch, dass Vollkorn-Dinkelmehl verwendet wird, das Vollkornmehl natürlich sättigt, man nicht so, also man schneller satt ist, als wenn man Weizenmehl, also Weißmehl verwendet oder eben Dinkel nicht als Vollkornvariante. Hinzu kommt, dass man keinen raffinierten Zucker verwendet, sondern Früchte eben als Süße und die zusätzlich Ballaststoffe liefern, was ja auch nochmal sättigend ist und den Blutzuckerspiegel nicht so rasant ansteigen lässt. Das ist eben auch ein sehr guter Vorteil und man hat dann nicht Heißhungerattacken oder auch nicht unbedingt so das Bedürfnis, man müsste den kompletten Kasten oder den kompletten Kuchen essen, sondern isst 2 Scheiben und ist eigentlich gut satt. Zumindest geht es mir so. Und wenn ich das aus Weißmehl zum Beispiel herstellen würde, ja, dann wäre es für mich kein Problem, den ganzen Kasten zu essen. So, das war's. Also falls ihr möchtet, man könnte da auch noch Nüsse drauf belegen. Also im Endeffekt sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, dann kommen beide Sachen in den Ofen. Dann sehen wir uns gleich. So, jetzt kommen beide Kuchen in den Ofen auf 170 Grad Umluft und zwar für 35 Minuten. Ich heize da nicht vor und wenn dann die 35 Minuten abgelaufen sind, dann lasse ich sie nochmal 5 Minuten also 5 Minuten nachziehen im ausgeschalteten Ofen und hole sie dann raus. Den Ofen auf Umluft 170, 35 Minuten. Und dann sehen wir uns später. So, jetzt ist es fertig. Jetzt holen wir die raus. Und machen die Stäbchenpumpe. Perfekt. Perfekt. Beide sind fertig. Jetzt habe ich den Kuchen vom Balkon wieder reingeholt. Der ist ein wenig ausgekühlt. Noch nicht komplett, also leicht warm ist er noch. Ich versuche ihn aber trotzdem schon mal aus der Form zu stürzen. Ich hoffe, es gelingt mir. Klappt wunderbar.
So sieht's aus, sehr saftig. Dann nehme ich noch mal ein Mittelstück. Wieder köstlich geworden. Schön fluffig weich, also sehr gut. Schön süß, ohne Zuckerzugabe, alles nur mit den Bananen und den Datteln. Das Rezept packe ich euch unten in die Videobeschreibung und probiert es aus und lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es euch so schmeckt und was für eine Variante ihr gewählt habt, ob ihr, weiß ich nicht, getrocknete Feigen verwendet habt oder Aprikosen oder eben auch die Datteln. Genau, auf jeden Fall gutes Gelingen. Ich hoffe, euch hat der vegane Kuchen gefallen, das Bananenbrot. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt und ein Abo und freue mich dann schon aufs nächste Video.